Die Rallye Dakar 2023 geht dem Ende zu und die vorletzte Etappe war eine der dramatischsten. Matthias Walkner, der gestern nur um 7 Sekunden das Podest verpasst hatte, stürzte bei Kilometer 55 von seiner KTM. Der Österreicher war nach ersten Informationen bei Bewusstsein, klagte aber über Rückenschmerzen. Sein Teamkollege Kevin Benavides leistete Hilfe und blieb vor Ort, bis das Rettungsteam zur Stelle war und Walkner ins Krankenhaus ausflog. Für Matthias Walkner ist das Rennen damit am vorletzten Tag zu Ende. Nach Informationen aus erster Hand war Walkner ansprechbar und konnte sich auch bewegen. Wir hoffen das Beste für Matthias und wünschen ihm gute Besserung und eine erfolgreiche Saison 2023. Auch wenn das nicht das Rallye-Jahr für Matthias Walkner war. Denn bereits auf der ersten Etappe stürzte sein Freund und der aktuelle Dakar-Champion Sam Sunderland schwer. Walkner, der nur 1 Minute hinter ihm in das Rennen gegangen war, kam als erster Fahrer zu seinem Red Bull Gasgas-Teamkollegen und leistete erste Hilfe. Und dann kam Walkner bereits auf der zweiten Etappe selbst bei 100 km/h schwer zu Sturz. Aber trotz schweren Schmerzen und einer Verletzung am Handgelenk kämpfte sich der Kuchler weiter von Tag zu Tag durch die Dakar. Und es wurde immer besser. Ja, es war super lässige Etappen. Ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen mit der Kupplung und mit der Temperatur Schwierigkeiten gehabt. Es waren doch extrem wache Dünen, teilweise extrem langsam. Man hat sich da super schnell eingeräumt. Habe dann versucht oder habe dann beim CP1 am Wasser noch gefühlt, weil ich gemerkt habe, dass ich relativ viel verloren habe. Habe da ein bisschen Zeit liegen lassen. Dann habe ich der Nacho von hinten eingeholt und dann bin ich mit ihm gemeinsam ins Ziel gefahren. Ich glaube, es war ein recht guter Tag, passabler. Habe super viel Spaß am Motorrad gehabt und freue mich jetzt schon, wenn die letzten 2 Tage auch noch umgehen. Nun ist die Rallye Dakar aber für den Österreicher am vorletzten Tag zu Ende. Matthias, wir wünschen dir nur das Beste und eine schnelle Heilung.